Hallo mal wieder, liebe Freunde und auch Familie, und herzlich willkommen zu einer weiteren Tour unter dem Motto Family Travels. Es geht nach Korsika. Einmal rund um die Insel, von Nord nach West, nach Süd und wieder zurück. Geplant ist bisher nichts, und das ist auch gut so. Cazzo che fai? Was machen wir denn dann hier in Italien mit Blick auf See und Berge? Ja, Freunde, Stopover. Wir wollten flexibel bleiben. Eigentlich eher Hütten und Apartments, das Zelt aber dennoch dabei. Jetzt kam uns aber doch eines in die Quere: die polare Kaltfront. Tatsächlich ist es Mitte September und in den Alpen liegt Schnee. Ein paar Tage im Voraus war klar, das mit dem Zelten, das wird so nichts. So bei 6 Grad nachts und 10 Grad tagsüber in Süddeutschland. Und so haben wir unsere ersten Tage im Elsass in einer Hütte verbracht. Camping Utopia in Wattwiller. Ja, was will er denn? Regen, kalt, aber doch ganz schön. Eine Campinganlage mit vielen kleinen Hütten im Wald, Swimmingpool, sogar ein Indoorpool ist dabei. Und so nett, dass wir direkt auf 3 Nächte verlängert haben. Aber wir brauchten ja noch eine weitere Station, denn die Tickets für die Fähre waren bereits im Vorfeld gebucht. Viel geguckt, viel diskutiert, dann doch eine Option. Zack, gebucht, fertig. Nicht gerade billig, die Ferienwohnung. Aber doch ganz nice hier, oder? Und so sitzen wir jetzt am Lago Lugano. Nach viel Stau vor dem Gotthardtunnel endlich hier angekommen und dann der beworbene Seeblick, leider nur vom Küchenfenster. Der Balkon geht raus auf den Hinterhof. Der beworbene Parkplatz, ein öffentlicher, kostenpflichtiger Parkplatz in der Nähe. Naja, ne? Müssen wir jetzt halt mit klarkommen. Aber es ist ja auch nur für eine Nacht. Also Freunde, nächste Etappe, der Hafen von Savona. Nur noch 3 Stunden Fahrt bis dahin und von da mit der Fähre rüber auf die beliebte Mittelmeerinsel. Steigen wir also ein in diesen Roadtrip 2024. Oder, wie der auf Korsika geborene große Napoleon Bonaparte bereits gesagt hat, wir stehen am Vorabend großer Ereignisse. Tun wir das? Let's find out.
Station Nummer 1, Porto, Westküste Korsika. Ziemlich zentral gelegen, zwischen Calvi im Norden und der Hauptstadt Ajaccio im Süden. Wir sind von der Fähre direkt hierher gefahren. Das Ablegen auf der Fähre selber war gar nicht so spektakulär. Dafür aber die Route vom Hafen in Bastia hier herunter direkt durch das Binnenland. Eine abenteuerliche Strecke durch die steilen Schluchten des Hochgebirges und dann immer höher hinauf bis durch einen Nationalpark. Und da hatten wir schon das volle Programm. Da war schon alles dabei. Kühe, Ziegen, Wildschweine. Wirklich geile Strecke und zu schade, dass ich die mit dem Auto fahren musste und nicht mit dem Motorrad, wie übrigens sehr viele hier. Irgendwann ging es dann auch wieder runter. Und jetzt sitzen wir hier in Porto. Genauer zwischen den Ortschaften Porto und Ota auf dem Camping Les Oliviers. Schön gelegen in einer Schlucht direkt an einem kleinen Fluss. Eine große, aber wirklich sehr steile Anlage mit schattigen Parzellen, der üblichen Infrastruktur und einer fancy Poollandschaft. Leider herrscht hier wie so oft auf Korsika Badehosenpflicht. Shorts sind nicht erlaubt. Wir starten also hier in den Bergen, bis unsere Tour uns weiter in den Süden führt und damit dann auch verstärkt mit Fokus auf Strand und Meer. Was gibt es sonst so zu sehen? Natürlich die eindrucksvolle Natur von Korsika. Und auch zum Schnorcheln und Tauchen soll die Küste hier besonders schön sein. Ob ich in den nächsten Wochen zum Tauchen komme? Wir werden sehen. Jedenfalls gibt es bereits hier unten im Hafen ein Dive Center vor Ort. Da kann man ja einfach mal nachfragen. Im nächsten Video gibt es aber erstmal ein paar Eindrücke aus Korsikas tiefstem Westen, der Region rund um Porto.